Sie tun etwas, haben ein Anliegen, wollen bewegen, geben Zeit. Menschen, die sich gesellschaftlich einbringen. Ehrenamtlich unterwegs. Einer von unzähligen Einsätzen auf Beeten und Grünflächen der Stadt Steinbach. Und sie ist immer dabei. Eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin, nicht nur im eigenen Garten. Ich bin die Caroline Bechtold. Von Beruf aus bin ich Dolmetscherin und ehrenamtlich engagiere ich mich mit meiner Gruppe AG Steinbach blüht dafür, dass es in Steinbach naturnahe, insektenfreundliche Grünflächen gibt. Die Steinbacherin hat die AG gegründet und viele andere in ihrem Umfeld aktiviert, die beim Pflanzen und Pflegen helfen. Wir wollen mehr Natur, mehr biologische Vielfalt in die Stadt bringen, weil es dort nicht mehr viel gibt und wir sie aber brauchen. Wir legen die Flächen also mit heimischen Wildpflanzen an, auf die die Tiere wiederum angewiesen werden und wollen, dass es so eine Vielfalt gibt, ein Netz von Lebensbeziehungen. Und wir beobachten sehr, sehr viele Dinge, die sich positiv entwickeln. Viele Insekten, die wären nicht da, wenn nicht eine bestimmte Pflanze da wäre oder eine bestimmte Struktur. Das gibt uns dann sehr viel Bestätigung. Dass Steinbach etwas für das Ökosystem tut, dokumentiert Klaus Dürr mit der Kamera. Der Insektenexperte der Gruppe ist glücklich darüber, was in den Wildpflanzen kreucht und fleucht. Durch die Blütenvielfalt kommen die Tiere hierhin, die noch da sind, und die nutzen sofort diese Lebensräume. Caroline Bechtold hat 2019 die Steinbacher Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Im Rahmen der sozialen Stadt. Ihr Ziel? Baumscheiben, Randstreifen, ungenutzte Ecken in blühende Insektenparadiese zu verwandeln. Das muss sein. So viel und so schnell wie möglich. Das Artensterben ist dramatisch in der ganzen Welt. Und das betrifft auch unser kleines Umfeld, das betrifft die Stadt. Und es muss dringend was gemacht werden. Und es ist eigentlich so einfach, was zu machen. Gibt Freude, bringt was, ja. So viele Freiflächen wie möglich möchte die AG naturnah bepflanzen. Insekten, Fledermäuse, Vögel, alle brauchen Platz zum Leben, den sie oft in Städten nicht mehr finden. Wie wichtig Wildpflanzen für sie sind, wissen viele Menschen nicht. Und auch die städtischen Institutionen müssen immer wieder überzeugt werden, Flächen zur Verfügung zu stellen. Ob Wildrosenbeet am Ortsrand oder karger Hang am Gemeindehaus. Die AG Steinbach blüht will immer mehr Natur in ihre Stadt holen. Eine Vision wäre natürlich, dass, sagen wir mal, 90% der öffentlichen Flächen in Steinbach tatsächlich naturnah werden und dass auch die Leute einen Großteil ihrer Gärten dann naturnah anlegen. Sagen wir mal, 50% wäre schon toll. Also wir sind ja jetzt im, weiß ich nicht, Promillebereich. Mit den üblichen Gartenblumen aus dem Baumarkt können viele Insekten nichts anfangen. Sie brauchen einheimische Wildpflanzen zum Leben. Für Caroline Bechtold muss deshalb das Grün der Städte sich ändern, damit auch die kleinen Lebewesen eine Chance haben. Mehr Platz für Natur, weniger Versiegelung, das, was wir haben, artenreicher anlegen, so viel wie es geht. In Steinbach geht es jedenfalls voran. Die Stadt hat der AG eine neue Fläche überlassen, einen Streifen am Ortsrand, den sie gestalten wollen. Also Katja, lass uns, genau. Das machen wir als nächstes, das ist ein A-Land, davon haben wir 8. 3 kommen links von der Sandlinse. Caroline Bechtold und ihre MitstreiterInnen haben Schotter und Erde gemischt. Ein karger Boden, wie ihn viele Wildpflanzen gern haben. Jetzt kann gepflanzt werden. Mädesüß, Glockenblumen, Aaland, Sandnelken. Und das ist extrem trocken, extrem nährstoffarm und da passen nur die harten hin. Das sind ganz zarte Pflänzchen, aber die sind in der Natur auch auf solchen Extremstandorten. Viele sind zum Helfen gekommen. Ansprechend allein reicht nicht. Grünflächen müssen ökologisch sinnvoll sein. Wie das geht, wissen auch viele AGler erstmal nicht. Inzwischen habe ich eine ganze Menge gelernt, was ich auch für meinen eigenen Garten gut nutzen kann. Also was halt jetzt besonders bienenfreundlich ist oder
ja, so spezielle Pflanzen, die ich vorher noch nicht kannte. Nächstes Jahr wird es hier üppig blühen. Fürs Auge und für Käfer, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge. Die Welt retten wir damit noch nicht, aber es ist unser Beitrag. Ich kann ja nicht die Welt retten, aber ich kann in meinem Bereich das so machen, dass, wenn es alle machen würden, wir einige Probleme weniger hätten. Und das macht dann schon einen Unterschied. Und sieht auch noch richtig schön aus. Und beim nächsten Mal Hund und Frau im Einsatz für vermisste Menschen. Hunde sind ja schon lange meine Leidenschaft und wir haben pro Jahr zwischen 30, manchmal auch 50 Einsätze. Leben retten im Ehrenamt.